Sie haben kritisiert, dass in Berlin ein Haufen Schulden gemacht werden, währenddessen Ihre eigene Koalition knapp 1 Milliarde Euro Schulden aufnimmt. Sie sind, ich sage es nochmal, der Büttel der SPD. Sie tragen alles mit, was diese Partei in Brandenburg durchsetzen will. Sie sind weiterhin die jüngste Altpartei Deutschlands, meine Damen und Herren. Hey Leute, willkommen in der Realität. Wenn selbst das BSW anfängt, wie eine Altpartei zu klingen und dann auch noch von Dennis Holoch als Büttel der SPD bezeichnet wird, ja, dann weißt du, was Phase ist. Diese Rede haut rein, der Mann zerlegt nicht nur das BSW, sondern zieht die SPD gleich mit durch den Schredder. Und das Beste, er bringt's auf den Punkt. Wer fast 1 Milliarde neue Schulden in Brandenburg macht, sollte vielleicht nicht ausgerechnet Friedrich Merz für Schulden kritisieren. Dazu gibt's noch einen geilen Spruch, die jüngste Altpartei Deutschlands, sowas musst du dir einfach reinziehen. Also gönn dir das Video, wenn du wissen willst, wie man politische Doppelmoral in 3 Minuten pulverisiert. Liken nicht vergessen, Abo dalassen und ganz wichtig, schreib mir in die Kommentare, wie du diese Ansage findest. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Lüders, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Präsidentin, Ihr Manöver hier vorne war ja wirklich leicht zu durchschauen, Herr Lüders. 5 Minuten Ihrer Zeit haben Sie verwandt darauf, zu kritisieren, was die Koalition in Berlin falsch macht und was die ehemalige Koalition hier in Brandenburg falsch gemacht hat. Sie haben kritisiert, dass in Berlin ein Haufen Schulden gemacht werden, währenddessen Ihre eigene Koalition knapp 1 Milliarde Euro Schulden aufnimmt und die Hälfte der Rücklage aufbraucht. Das ist doch scheinheilig, Herr Lüders. Sie haben kritisiert und Ihre Zeit dafür genutzt, um zu sagen, dass das BSW gegen Kriegstreiber ist. Gegen das Treiben von Krieg, gegen Aufrüstung. Und was machen Sie hier? Sie paktieren mit diesen Kriegstreibern, sind in einer Koalition mit der SPD. Die Partei, die auf Bundesebene genau das vorantreibt, was Sie hier kritisieren. Was Sie heute hier gemacht haben, ist doppelzüngig. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Sie haben nämlich keinen anderen Ausweg. Sie sind, ich sage es nochmal, der Büttel der SPD. Sie tragen alles mit, was diese Partei in Brandenburg durchsetzen will. Sie haben nie irgendwo einen eigenen Stempel aufgesetzt und das BSW ist faktisch nicht zu erkennen. Also bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als sich hier hinzustellen und über andere zu meckern. Aber wo sind denn Ihre Lösungen? Sie sind gegen das Heizungsverbot. Sie sind gegen das Verbrenner aus. Sie sind gegen grüne Transformation. Sie investieren aber in grünen Stahl oder in den grünen Wasserstoff mit Millionenbeträgen in diesem Haushalt und setzen nirgendwo in keiner Landtagssitzung ein Zeichen dafür, dass sie sich gegen diese Politik der Grünen, der SPD oder auch der CDU auf Bundesebene durchsetzen. Und dann sagen Sie auch noch, Sie sind Bildungspartei. Sie haben jeden sinnvollen bildungspolitischen Antrag in dieser Legislatur abgelehnt, weil er von der falschen Partei kam. Sie machen also genau dasselbe Altparteienspiel wie die anderen. Sie sind also nicht nur der Büttel der SPD, Sie sind weiterhin die jüngste Altpartei Deutschlands, meine Damen und Herren. Und Ihr Vertreter verteidigt dann auch noch die Maßnahme, dass Lehrer zukünftig 1 Stunde mehr arbeiten müssen, weil die SPD dem eigenen Minister nicht zur Seite springt, macht das Ihr Kollege vom BSW. Meine Damen und Herren, Sie sind der Erfüllungsgehilfe für grüne und linke Politik im Land und deswegen sind Sie auch zu Recht nicht mehr im Bundestag vertreten. Herr Abgeordneter Lüders, Sie möchten gerne reagieren auf diese beiden Kurzinterventionen von CDU und AfD. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Grumbach, das war wirklich eine bemerkenswerte Rede. Sie sagen, wir brauchen mehr Brandenburg, wir machen mehr Brandenburg und gleichzeitig sagen Sie, wir machen zu wenig. Sie äußern Kritik an der Schuldenmacherei von Friedrich Merz und gleichzeitig machen Sie selbst Schulden. Ich habe mir auch Fragen gestellt, so wie der Herr Breetz, ich habe sie mir stillgestellt. Ich habe mich gefragt, erstens, glauben Sie das, was Sie hier vortragen? Und zweitens, falls ja, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Aber wir können diese Fragen offen lassen und uns im Moment erst mal an die Fakten halten. Und der Fakt ist, Sie legen einen Rekordhaushalt vor. 2026 werden wir den größten Haushalt seit der Wiedergründung des Landes Brandenburg 1990 haben. Doch, wie Sie sagen, nicht wirtschaftliche Kraft bestimmt diesen Haushalt, sondern das Gegenteil. Der Haushalt ist nämlich defizitär. Sie
wir werden jedes Jahr knapp 900 Millionen Schulden machen. Sie werden das machen. Und gleichzeitig brauchen Sie die Rücklage auf. Und das begründen Sie, Sie haben es ja eben mehrfach gesagt, mit einer negativen konjunkturellen Lage. Vor einem halben Jahr, sehr geehrte Damen und Herren, und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir über diesen Haushalt reden, vor einem halben Jahr klangen die Dinge noch ganz und gar anders. Da lobte sich zum Beispiel Ihr großer Koalitionspartner mit Ihrem richtungsweisenden Ministerpräsidenten dafür, ich zitiere aus dem Wahlprogramm, gegen den Trend wächst die Wirtschaft in Brandenburg. 2022 und 2023 lag Brandenburg mit ordentlichem Wirtschaftswachstum in der Spitzengruppe der Bundesländer. Der Vorsprung Ost wird in Brandenburg Realität. Wer hätte das noch vor Jahren gedacht? Es geht immer weiter stabil voran. Zitat Ende, vorwärts immer, rückwärts nimmer, füge ich hinzu. Sehr geehrte Damen und Herren, nur zwei Tage nach der Landtagswahl erfuhr dann der Wähler vom Haussender der SPD, nämlich vom RBB, dass die Wirtschaft in Brandenburg im ersten Halbjahr 2024 tatsächlich um 0,4% zurückgegangen war. Und das war der stärkste Rückgang an Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland. In puncto Wählerbetrug, sehr geehrte Damen und Herren, lässt sich die SPD von Friedrich Merz also wirklich nichts vormachen. Und nun, sehr geehrte Damen und Herren, hilft Ihnen Friedrich Merz, wollte ich schon sagen, nun hilft Ihnen also Elon Musk nicht mehr aus der Patsche. Und die wirtschaftliche Not zwingt Sie, Schulden aufzunehmen. Und das tun Sie mit der Unaufrichtigkeit von Parteien, die ihre Wähler geringschätzen. Sie sprechen nicht von einer wirtschaftlichen Notlage, sondern von einer negativen konjunkturellen Entwicklung. Und um diese Begründung heranziehen zu können, ändern Sie die Landeshaushaltsordnung, wie es Herr Grumbach gesagt hat, und ermöglichen für die sogenannte Ex-ante-Konjunkturbetrachtung, das heißt für die wirtschaftliche Prognose, einen nunmehr verlängerten Zeitraum von 10 Jahren. Bis zu 10 Jahren, Sie nutzen sie aus. Und das ist weniger geboten, Herr Grumbach, als vielmehr extrem praktisch für Sie. Und vor allem ist es ein durchschaubarer Trick. Denn in Wahrheit, Herr Grumbach und Herr Woidke, in Wahrheit ist der wirtschaftliche Abschwung nicht konjunkturbedingt. Er ist also nicht vorübergehend, sondern er ist dauerhaft in Ihrer Politik angelegt. Und das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch, Herr Woidke und Herr Grumbach, wenn Sie für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eine, ich zitiere, negative Produktionslücke voraussagen. Und wenn Sie einräumen, ohne den geänderten Bezugsrahmen würde die, Zitat, negative konjunkturelle Entwicklung zum Normalzustand. Ganz genau so ist es. Die wirtschaftliche Not in Deutschland und in Brandenburg, sie ist weder das Ergebnis von Long-Covid noch von Long-Putin. Sie ist die Folge der Politik der Bundesregierungen Merkel, Scholz, Merz-Beil sowie der Landesregierungen Woidke 2 bis 4. Es gibt mit Ihnen, Herr Grumbach, anders als Sie sagen, keine Gewissheit des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Zukunft. Denn der wirtschaftliche Abschwung ist das Programm der sozial-ökologischen Transformation. Zitat, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns angewöhnt haben, werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen. Wer hat es gesagt? Angela Merkel hat es gesagt. Sie hat damals den Begriff Transformation definiert und sie hat ihn sinnigerweise auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am 23. Januar 2020 definiert. 5 Jahre sind seither vergangen. Man mag sich nicht ausmalen, wenn das 25 Jahre noch so weitergeht. Und noch deutlicher als Angela Merkel sagte das der Professor für plurale Ökonomik, was es alles für Fächer gibt, Nico Pech in der Taz. Ich zitiere, alle Versuche, Wachstum von ökologischen Schäden abzukoppeln, sind nicht nur gescheitert, sondern schlagen inzwischen sogar ins Gegenteil um. Sich um eine Reduktionsstrategie herumdrücken zu wollen, entspricht einer Konkursverschleppung. Deshalb reicht es nicht aus, die Industrie einfach nur auf Erneuerbare umzustellen. Sie muss auch graduell zurückgebaut werden. Zitat Ende, können Sie nachlesen in der Taz vom 22. Februar 2024. Was in der Taz steht, mag der eine oder andere für Spinnerei halten, ich auch, aber es ist gleichwohl von allerhöchster Relevanz für die Politik in Berlin und eben leider auch in Potsdam. Denn die Grünen geben den Takt vor, nachdem die ehemaligen Volksparteien SPD und CDU zu tanzen versuchen.
und auch die ehemalige Altparteienalternative BSW. Ihre Berufung auf eine konjunkturelle Notlage, sehr geehrte Damen und Herren, ist ganz und gar unaufrichtig. Eine negative konjunkturelle Entwicklung ist der Normalzustand in der schönen neuen Welt der Transformation. Die hohen Strompreise, der Heizungshammer, der Atomausstieg, die nervtötenden Berichtspflichten, kurz alles, was die Wirtschaft lähmt und was die Unternehmungslustigen aus dem Land treibt, das sind eben keine Betriebsunfälle, sondern Absicht. Wirtschaftsminister Habeck und sein Staatssekretär Kellner, der Schwager von Patrick Reichen, waren keine Unfälle, sondern Programm. Programm in Berlin, Programm in Potsdam und sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Programm in Schwedt. Das PCK, sehr geehrte Damen und Herren, ist in vieler Weise ein Beispiel für Ihre Politik. Nicht Putin hat nämlich die Lieferung mit russischem Rohöl eingestellt, sondern die Bundesregierung hat den Schieber zugemacht, Herr Simon. Und die Regierung Woidke hat mitgemacht. Herr Habeck und Herr Kellner haben Herrn Steinbach und Herrn Woidke am Ring durch die Manege gezogen. Und erinnern wir uns, vor 2 Jahren hieß es, Schwedt habe eine Jahrhundertchance, die Uckermark habe große Potenziale, große Industrieflächen, viel Platz zum Ausbau von Windkraft und Photovoltaik für die Wasserstoffproduktion. Die Ansiedlung eines Forschungsinstitutes könnte Start-ups anziehen. Und wir erinnern uns, Jörg Steinbach sah Großes voraus. Ich zitiere, macht euch einen Button an die Jacke. Aus PCK wird ECK. Ich bin dabei. Dann habt ihr einen gemeinsamen Nenner. Hier passiert etwas für junge Menschen. Und wir erinnern uns, Ministerpräsident Dietmar Woidke stand nicht abseits. Er sah das PCK mit ganzer Kraft auf gutem Weg. Das war vor 2 Jahren. Wie sieht es heute aus? Heute beklagt der PCK-Betriebsratschef Danny Ruteburg, ich zitiere, wir schreiben rote Zahlen in Millionenhöhe. Heute stellt der PCK-Geschäftsführer Ralf Scheirer fest, dass die für 2025 geplante Wasserstoffanlage keine wirtschaftliche Grundlage hat. Und heute findet der Betriebsratsvorsitzende des PCK die denkwürdigen Worte, ich zitiere ihn, man müsse nun als Raffinerie Geld verdienen, um sich die Transformation leisten zu können. Zitat Ende. Wirklich bemerkenswerte Worte.